Ups. Ja, hallo und willkommen. Heute schauen wir uns mal wieder gemeinsam ein Video an. Das ist ein verrückte, gruselige und ja, Gänsehaut verursachende Videos. Also meine Gruselfreunde, schauen wir mal, um was es heute geht. Um Glitches in Real Life. Gut, okay. Schauen wir mal rein. Flugzeug eingefroren. Ein eingefrorenes Flugzeug. Das habe ich schon in mehreren Videos gesehen, dass da Flugzeuge am Himmel stehen bleiben. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das doch nicht bearbeitet wurde. Aber irgendwie kann man auch nichts erkennen, keine Schnitte, kein irgendwas, wo darauf hindeuten würde, dass wenn die bearbeitet ist. Aber auch heutzutage ist alles möglich. Was man heute schon alles machen kann, so mit Bildbearbeitung, Videobearbeitung. Ich weiß auch nicht. Okay, das ist heftig. Da frage ich mich, da frage ich mich etwas, was ist da los? Wie kann sowas, wie geht sowas? Ich habe so eine Vorahnung, dass es vielleicht auch bearbeitet sein könnte, dass man das irgendwie, vielleicht die Autos da irgendwie weggemacht hat oder dass man die nicht sieht irgendwie. Aber ich kann mir das auch nicht erklären. Das war meine Erklärung, so dass man das irgendwie bearbeitet hat, dass man nur das Auto sieht, wo irgendwo dagegen crasht. So. Was meint ihr? Das ist schon crazy. Das muss doch bearbeitet sein irgendwie. Das kann doch nicht. Ich weiß nicht. Oh, das ist gruselig. Das hat was vom Horrorfilm. Das ist übel. Da vermute ich auch, dass da irgendwie nachgeholfen wurde. Ist irgendwie. Bestimmt mit irgendwelchen Apps oder so. Habt ihr die Augen gesehen von dem Kleinen? Von dem Spiegel. Das ist noch etwas dunkler geworden, oder? Seht ihr das?
Habt ihr es gesehen? Wie die Katze im Spiegel jetzt den Kopf umdreht. Hm. Habt ihr den Schatten da hinten gesehen? Hier. Ja, solche. Zwar, okay. Die hat zwar, sah so aus, als sie schon Angst hätte, aber wie gesagt, es gibt heute so viel Ghost-Apps und Möglichkeiten, dass man den Geist so gut sieht, also den Schatten so, ich weiß nicht. Bisschen fragwürdig, finde ich. Schauen wir uns das mal an. Mal. Was ist das dann? Was sind das für Geräte? Das ist die Kamera, das sind das. Ich weiß auch nicht, ey. Habt ihr das irgendwie geblickt? Die Frau soll irgendwie ein Geist sein oder was? Oder? Keine Ahnung. Aber die eine Frau redet doch mit der. Kann es dann. Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht irgendwie geschnallt. Das habe ich jetzt nicht irgendwie kapiert. Naja, gut. Schauen wir uns das mal an noch. Das haben wir gerade eben gesehen. Ups.
Ja, das war fake, das war so TikTok-Zeug kann man eh nicht glauben. Da kann man nämlich so viel machen. Also das ganze TikTok-Zeug da mit so Videos, das kannst du. Okay. Das war auch nicht real. Das war. Schon wieder. Brauchen wir uns nicht angucken. Ne, nochmal. Zurück. Was war das gerade? Ach, jetzt habe ich das Kandidat kein Spiegelbild. Ja, komm, wir schauen mal. Noch was anderes finde. Erfolg bedeutet nicht immer nur Karriere zu machen oder befördert zu werden. Jeder hat die Chance, erfolgreich zu sein. Mach das, woran du Freude hast. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Zeug haltet. So. Top 5 Ghosts Caught on Camera. The West Virginia Penitentiary. The infamous West Virginia Penitentiary is one of the oldest prisons in the United States. The sprawling fortress-like prison operated from 1876 to 1995. It housed some of the world's most dangerous inmates. In fact, after numerous horrifying attacks and homicides in the penitentiary, the U.S. Department of Justice named the prison one of the 10 most violent correctional facilities in the U.S. Almost 1,000 men lost their lives in the West Virginia Penitentiary, either by sickness, execution, or the frequent brutal attacks by fellow inmates. The Foreman brothers, Josh, Rocky, and Sean, from the YouTube channel Paranormal Nightmare, traveled to the small town of Moundsville to investigate the allegedly haunted West Virginia Penitentiary. Right now we're here at West Virginia State Penitentiary. We're going to get started in the cell block area. This area here is where they housed most of the violent inmates. In 1986, a brutal attack by a fellow inmate ended the life of prisoner Red Snyder. Many claim to have seen Red's ghost still walking the prison halls. Red, my name's Josh. This is Rocky and Sean. They were talking about you earlier today. That one of your friends. Das richtig verstanden. Das sollen noch die Insassen von früher, also die Geister und der Insassen noch rumspuken, früher da eingesperrt wurden. Soll jetzt da ihr Unwesen treiben. Okay. Friends brutally murdered you right here in this cell. Can you see us? Let us know if you're in here. I don't know.
whenever I stopped, it stopped. Then I asked, Josh and Rocky Foreman head to the second floor cell block to do a spirit box session. They capture some very bizarre and unsettling responses. Is this your cell? I'm no longer in prison. Where are you at if you're not in prison? Are you free? Can you still hear us? Yes? Can you say Josh? absolutely cut. Then say it. Say Josh. No. I heard you. The Foreman brothers reunite on the prison's main floor and are walking down the dark. Jetzt muss ich schon da was einstellen. Sorry Leute. Hätte ich vorher machen sollen, ich weiß. Aber ich brauche halt doch bei meisten noch, weil mein Englisch nicht so gut ist, doch noch Übersetzer. Zwar ist das nicht gerade der beste Übersetzer hier, aber hey, warum? Jetzt okay. Dark hallway when suddenly they see this. Josh, Rocky, everybody talking something down there. Oh, did you see that? I caught that. Oh, shadow. Shadow. Okay, ein Schatten. Naja, es hat noch nichts zu heißen. Es kann alles Mögliche sein, denke ich mal. Vielleicht Lichteinfluss oder so oder von irgendwas anderem. Da würde ich mich mal nicht so drauf A spezialisieren. dark, shadowy figure seems to just appear out of thin air at the end of the hallway. Wobei, der Schatten Then walks out of sight. sieht schon aus wie sah schon aus wie ein Mensch, also Kopf, Körper und. Aber wie gesagt, es kann ja alles Mögliche sein. This handle. Look how high that handle is. Holy shit, my heart is racing. Go stand by it, Sean. This handle. You can clearly see on the video Sean walks by, his shadow is cast on the inside wall. The Paranormal Nightmare team tries to debunk this bizarre shadow figure, but they come up with no answers. So is this the ghost of one of the inmates who lost his life in the prison? You decide. Over on their YouTube channel, Paranormal Nightmare TV series, you can check out more of the Foreman brothers and their paranormal investigations. Hider in the house. Chilean TikTok user Franco Villegas claims that lately odd supernatural activity has been occurring in his home. He says that he's seen unexplained shadows, experienced sleep paralysis, and most bizarre of all, he says that some unseen thing actually bit him on the back. Franco decides to set up a small CCTV camera to record himself as he sleeps. The best RPG on Nimmt die ganze PC Stimmung is weg. seconds away. Naja, Download now on the Plarium was Play willst du Launcher machen? and get ready to raid. Explore, collect, and fight. Okay, so ein weißer Staub oder Nebel eher. A blurry white figure seems to appear on camera. Oddly enough, whatever it is doesn't seem to upset or excite Franco's dog. It continues to sleep through the entire incident.
3 days later, Franco's bedsheet is pulled off by something. But it doesn't end there. 2 days later, on April 30th, Franco Villegas, Nochmal zurück. whatever it is, doesn't seem to upset or excite Franco's dog. It continues to sleep through the entire incident. 3 days later, Franco's bedsheet is pulled off by something. But it doesn't end there. 2 days later, on April 30th, Franco Villegas starts to hear knocking on his bedroom door. Ich würde jetzt zuerst sagen, Bueno, da war son, irgendwas dran, einer hat so gezogen, son aber las, das haben wir gar las nichts, 1 da de haben la wir gar nichts mañana gesehen. casi. Y nada, para ser concreto, como ven, no tengo audio ni música en el video porque nada, me golpearon la puerta muy fuerte, Und muy das mit dem fuerte. Licht und so, ich Y glaube estoy eher, das solo. war vielleicht Staub und Despertamos ja, todos los gatos. so die Y Cam kam, están todos muy fijos en la puerta, así que was häufig ja so ist. voy a mover la cámara apuntando hacia allá. Veremos mañana en la mañana o en la madrugada si capto algo. So, Franco changes the angle of the CCTV camera to point towards his door. 5 days go by without incident. But on May 5th, as Franco sleeps, his security camera catches something truly chilling. Oha. Alter. Das war ja mal... Ach du Scheiße. Ach, so sieht man eigentlich Geister nie richtig. Also, nee, das muss... Die haben da bestimmt das inszeniert. Nee. Weil man hat noch nie so... Na, ich kann es nicht erklären. Schwer. The camera records what seems to be the pale face of a girl peeking into Franco's room as he sleeps. In desperation, Franco asks his TikTok viewers for advice on what to do about the strange... Also, dass man das Gesicht so gut sieht. Und die Haare und ich schätze mal, das... Ja. Schwer zu sagen. Es könnte fake sein, aber es muss fake sein, weil es gibt so wenig, fast gar keine Berichte, dass man so gut Geister sehen würde. Meistens nur, so wie man sie so, entweder Schatten oder so Nebel oder. Aber so gut und die Haare so gut, sieht den Kopf, die Augen. Das kann man halt alles, ja, inszenieren, sagen wir es mal so. Also ich glaube nicht dran. Also an das Video glaube ich nicht, dass es echt ist. spirit that seems to haunt his home. Ist zwar One viewer gruselig recommends an und odd sort of seance, saying that Franco should try talking to the spirit while holding a candle in front of a mirror. Estoy solo acá en el baño. Bueno, me dijeron que he traído una vela y un espejo y iba a poder hablar con ella. Amiga, por favor, te pido que me dejes solo. Te lo pido, por favor. ¡Ah, conchetumare! Now, I'm certainly not saying that this footage is real, but what makes it more compelling is that Franco clearly shows that the bathtub is empty and that he's alone only seconds before the girl appears. One night, Franco is filming one of his cats playing, and what happens next is truly bizarre. Hay ruido en el primer piso. Está... ¡Ah, conche! ¡Ey! ¡Ey! Ah, no, güey. ¡Ah, conchetumare! So, is Franco Villegas' house truly haunted? Or
Is it all just an elaborate hoax? You decide. You can follow Franco's continuing story over on his TikTok page. Out of step. Ja, wie gesagt, TikTok user TikTok-Videos BetsonAngel69 is a 44-year-old mother of 3 that mainly uses her TikTok account to keep up with her older children. von One Haus day, aus when looking across the skeptisch. street from where she lives, she notices a mysterious figure pacing back and forth. She took a video of it and shared it with one of her friends. Kennst du, wo hin und her läuft? The next day, the figure is back again. It paces back and forth for hours on end. Beth thinks that whoever it is might have a mental illness, which would explain the erratic behavior. She records again, and this time posts the video on TikTok to see what other people think. Talia, get over here. I can't even zoom in any closer. You see it? It just walks back and forth, back and forth, back and forth. In the comments on her TikTok, BetsonAngel69 gets many questions about the history of the location. Okay, wenn das ein Geist ist, warum macht er das? Warum geht er hin und her? Weil ich finde, er den Weg entbindet ins Jenseits oder so, keine Ahnung. Aber es ist fragwürdig, warum er immer hin und her. Vielleicht um zu zeigen, hier bin ich, oder? Wenn es ein Geist ist. Aber das Video scheint schon echt zu sein. Some viewers even wonder if the event might be of a paranormal nature. Beth follows up with another video. Okay, so everybody that's been kind of curious, this is the church that's directly across the street from my house. Sorry, Leute. Also nicht mal Werbung. Eigentlich gönne ich dem die Werbung, aber so, das macht gerade irgendwie Spannung total kaputt. So everybody that's been kind of curious, this is the church that's directly across the street from my house that I was explaining. This is the area where we see that figure. It just walks back and forth every day, all day. Now, I've been over there a couple of times. As I walk up on it, there's just nothing there. Now, whoever or whatever the figure might be, it seems that Beth's dog is a little freaked out as well. It's okay, buddy. When Beth sees the figure again, she decides to go take a look, but she's too scared to go alone. She brings her husband along, and they go to investigate. My husband has agreed to walk me over and see what we can find. I can't believe you talked me into this. I'm sorry. What? Here's the spot. I don't see anything. No, I don't either. It's pretty full. Hello? Is anybody there? I'm so nervous. What was that? I don't know. Do you need help? This is the moment
we turned and ran. I know it might not seem that scary on camera, but when we were up that close, it was so loud, and it was just this almost guttural scream. This is the moment we heard it and ran. You can kind of see us back there. And we took off. My poor husband was like, this. He kept looking back. I think at one point he was like, TikTok, I'm out of here. This is done. Now, did Bets and Angel 69 capture a ghost stuck in a recurring loop? Could it just be some deranged person and nothing paranormal at all? Or is it all just a hoax? Let me know what you think. Check out Bets and Angel's TikTok page to follow her continuing story. The Watcher. Ghost hunting channel Polish Paranormal TV explores an allegedly haunted building deep in the woods near the city of Katowice, Poland. A dark history surrounds the location. Only a month prior to the investigation, the burned body of a homeless man was discovered by an unsuspecting hiker. Since then, there have been rumors of weird and unexplained things happening to all who enter the abandoned house. Before Polish Paranormal TV start their investigation, they check the grounds to make sure that they are completely alone. Zrobiliśmy już rekonesans. Jesteśmy totalnie sami. Nie ma tutaj nikogo oprócz nas. Wchodzimy do środka. Dobra. Jak widzicie, budynek jednak jest trochę w średnim stanie. Tylko w środku. Once inside the house, they immediately begin to hear strange noises. Jeżeli jesteś tutaj z nami, daj nam znać. Będziemy wiedzieć, że jesteś i odejdziemy. Każdy odejdzie w swoją stronę. Już tu więcej nie wrócimy. Czasem tak bywa w takich miejscach. Now, the guys laugh it off at first, but things get a bit more serious when they get a direct response to a question. W kolejną szansę możesz się z nami skomunikować. Daj jakiś znak, że tutaj jesteś. Kto tu jest? Skąd to było? They keep hearing odd sounds around the house, but they can't find the source. But their YouTube viewers were shocked when they noticed this. Erfolg hat viele Gesichter. Was bedeutet es für dich, erfolgreich zu sein? Definiere deine eigene Version von Erfolg. Starte dein Geräusche, Business es mit können auch Shopify. Ratten und Mäuse sein und andere Krabbeltiere. Waschbären, alles, keine Ahnung, was bei dir noch gibt. So. Mein Waifu Taster Die da Pack ist drin da. hausen. Yippie für alle, die Oder ein bisschen Obdachlosen. unentschlossen sind. 5 kann auch richtig sein. leckere Sorten. Natürlich auch eine kleine Broschüre. Vanilla, Chocolate, Wenn man- Coconut, Coffee, Banana. Mein Favorite. Weil man weiß ja nie bei verlassenen Orten oder halt Lost Palace allgemein. Da tun sich ja auch meistens Obdachlose einnisten. Und alle Art von Tieren. Also von daher.
Kto tu jest? Kto tu jest? Did you see it? The Polish ghost hunters didn't notice at the time or even point it out in their video. But someone seems to be walking around the corner just as they check the staircase. Kto tu jest? Halo? Nie, bez ja. Cisz. Ja, ein Obdachloser würde sich niemand so benehmen oder so. Also, der würde wahrscheinlich sagen, ey, was macht ihr hier oder so. Mit dem mal so kurz gucken und nicht also ein Obdachloser, der jetzt glaube ich anders benehmen. Das sah ja aus wie so, keine Ahnung, wie ein Tier oder sowas. Now, it certainly could just be a homeless man in the building that came to check out the noise. But again, I remind you, before the investigation, the Polish Paranormal TV crew inspected the entire building to make sure they were alone. So, what do you think? Is it a paranormal entity or just a wandering homeless man? Let me know down in the comments. A quiet voice. Popular YouTuber and paranormal explorer Ricky Velasquez frequently does live streams while exploring allegedly haunted locations in Mexico. In this live stream, Ricky and a female friend are exploring a haunted house in Ciudad Guzman, Mexico. They begin to hear what sounds like the voice of a little girl. They call out to the child, and that's when things get truly bizarre. Yeah. Chiquita. ¿Cómo te llamas? Ja, wie? Aber schlechte Aufnahmen, ey. Niña. Espérate, aquí. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? No, que me... Hola. ¿Te podemos ver? Niña. ¿Quieres que te veamos? Manifiéstate. Niña. Yo no voy a correr. ¿Cómo que se queja, pobrecita? Niña. Chiquita. Déjanos verte, no te vamos a lastimar. Chiquita, asómate. Yo no la veo. ¿Y si me asomo nada más? ¿Ya la viste? Sí, ya se la veo. ¿Ya la viste? La vieron. So, did Ricky Velasquez capture the ghost of a little girl on his live stream? What do you think? You can see the full investigation over on Ricky Velasquez's YouTube channel. Thanks for watching. To submit or suggest videos, email me at nukestop5@gmail.com. And also for many random things, follow me on Twitter at nukestop5. Oh, verdammt creepy. Das letzte Video war wieder... Aber, ja, ich weiß nicht. Den Kopf hat man halt richtig gut gesehen und die Haare. Ob das doch nicht. Aber es wäre doch im Endeffekt zu viel Aufwand. Wobei, okay, heutzutage machen Leute alles, um im Internet berühmt zu werden. Oder bekannt zu werden. Auf Twitter oder Instagram oder wie die ganzen Plattformen heißen.
Also, ja, könnte fake sein, aber könnte auch echt sein. Dass die da vielleicht doch zu dritt waren. Und da, das ist, ich weiß nicht. Also, mich würde mal eure Meinung interessieren. Schreibt es gerne unten in den Kommentaren. Ja, lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke. Und schreibt, was ihr davon haltet, meine Gruselfreunde. Meine Freunde der Nacht. Dann bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye.